Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Pirate TV Nummer. Was ihr heute seht, das verraten wir euch jetzt. Heute machen wir mal einen Ölwechsel bei einer LC4 mit allem Zip und Zap inklusive Filtern. Es geht natürlich auch mal wieder um Federn, ja, aber diesmal nicht von der Schaltung. Und wir zeigen euch ein neues Produkt von Motul, den neuen Vergaserreiniger. Ja, Thema Ölwechsel LC4. Haben wir natürlich im Servicebereich schon ein bisschen was gemacht für das Modell. Wir erinnern uns an unser Video vom Ventil einstellen. Dann haben wir uns gedacht, okay, das haben die Kunden jetzt gemacht, aber das ist ja nicht alles von so einer Inspektion. Also werden wir jetzt auch nochmal weitergehen und mal den ganz einfachen Ölwechsel, einfach in Anführungsstrichen, mal abarbeiten. Weil wir, wie die meisten ja von euch wissen, ist ja der Ölwechsel bei der LC4, gerade die mit dem Rahmenrohr, ja nicht einfach gemacht mit Öl raus, Öl rein, Filter rein und fertig. Wir müssen ja ein bisschen was beachten bei dem Ding. Ne? Und vor allen Dingen, da sitzen mehrere Filter dran und da ist eine Entlüfterschraube. Und wie das richtig geht, damit euch nichts passiert und damit die Ölpumpe keine Luft zieht, haben wir das jetzt gemacht, das Video, und das zeigen wir euch jetzt. So, da steht sie, unser Ölwechselkandidat. Wir haben mal eine schöne rausgesucht, die eben halt ja, für viele Modelle, die noch auf der Straße fahren, eigentlich als Basis dienen. Und zwar, es ist eine 6 Days Enduro 640 von Baujahr 2002. Ein Jahr später kam natürlich der High-Flow-Motor. Da sind ein paar Sachen etwas anders, aber die sind minimal und die spreche ich dann auch gleich an. Aber das ist recht einfach. Ja, gut, jetzt zeigen wir euch erstmal, was er an Werkzeug braucht und dann geht's los. So, hier seht ihr alles, was er braucht. Einmal der Ölfilterschlüssel für den Kartuschenfilter. Ja, also man kann da natürlich auch einen Schraubenzieher durchkloppen und dann dran drehen, bis er lose ist. Geht auch, aber sowas machen wir natürlich nicht. Ne? Also Schlüssel, dann brauchen wir einen Ringmaul 10er, einen 13er, einen 19er, einen 4er Imbus und einen 8er Steckschlüssel. Ja? Wofür die jetzt alle sind, das zeige ich euch gleich, wenn wir anfangen zu arbeiten. Kommen wir noch zum Material, was wir brauchen. Natürlich einmal die Ölfilterdeckeldichtung, von unten rechts. Das ist jetzt schon, also das ist jetzt natürlich die neue Variante. Ganz früher, in den 90ern, waren die noch aus ganz normalem Dichtungspapier. Dazwischen war die Variante O-Ring oder Formring, ja, also Baujahr 98 bis 2000. Da hatten diese Deckel eine Nut, da kamen diese O-Ringe rein. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil stellenweise waren die Deckel nicht richtig ausgestochen und beim Andrücken der Deckel wurden diese O-Ringe verquetscht und waren immer undicht. Daraufhin ist man dann wieder von weg und hat wieder, beziehungsweise hat dann diese Deckeldichtungen erneuert mit einer Gummierung und innen drin ist ja eine Aluschicht. So. Dann brauchen wir halt die Kupferringe für die Ablassschrauben. Einmal den großen, den 22er für die dicke Schraube unten drunter, das seht ihr gleich. Dann die für die Magnetschraube, die 12er. Und dann braucht ihr jeweils, je nach Modell, einen Kupferring für die Entlüfterschraube oben am Rahmenrohr. Ja, die älteren Modelle haben M10 oben drin, die neueren Modelle ab High-Flow, ab 2003, haben eine M16 drin mit einem 17er Kopf. Das ist jetzt so ein Füllring, ein 16er Füllring, der ist etwas weicher. Und nur mal als Beispiel dabei gelegt. So, dann natürlich einmal den Filter, klar, der Kartuschenfilter unten unterm Rahmenrohr und einmal der Ölfilter im Motorgehäuse. So, wie wir das jetzt reinbauen, das machen wir jetzt. So, was machen wir natürlich vorm Ölwechsel? Wir lassen das Moped warm laufen. Ihr hört schon, die Absaugung rennt schon. Also dementsprechend
Das Öl sollte gut warm sein, nicht so, dass ihr euch die Knochen direkt dran verbrennt, aber ne, wir brauchen ja ein bisschen Wärme ins Öl, damit es ein bisschen dünnflüssiger wird und auch besser rausläuft. Und wenn es besser rausläuft, bleibt auch weniger zurück im Motor. Gerade bei der Trockensumpfspülung ist es ja immer ein bisschen schwierig, dass die nicht immer so ganz komplett leer läuft. Und wir wollen ja so wenig wie möglich Altöl im Frischöl haben. Ja? Also Warmlaufen wichtig, ganz klar. Und jetzt machen wir sie mal an. So, und schon aufgebockt. Und jetzt gucken wir erstmal unter dem Motorblock drunter. Jetzt sehen wir hier eine Schraube mit einem 13er Kopfschlüsselweite und einen mit einem 19er. Das sind unsere beiden Ölablassschrauben, beziehungsweise das ist die Ölablassschraube und das ist die Magnetschraube. Magnetschraube seht ihr gleich, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon, aber trotzdem erkläre ich es nochmal. Diese Schraube hat einen extra Stift dran, der ist magnetisch, um eventuelle Späne und Abrieb vom Motor aufzufangen. Das ist die berühmte Magnetschraube, die auch immer manchmal leider sehr oft mit Spänen belagert ist und dann wird es leider meistens sehr teuer für den Kunden. Gut, hoffen wir jetzt mal hier nicht und wir machen die jetzt erstmal raus. Ich habe die Schrauben natürlich schon ein bisschen angelöst und machen jetzt hier die 13er raus. Wenn die am Anfang gleich geht, dann wird er schwer. Liegt es einfach nur daran, das ist der Kupferring, der da ein bisschen festgepresst ist. So, vorsichtig. Und dann läuft die Brühe. So, dann den 19er, den können wir direkt mit rausmachen. Wie gesagt, habe ich schon ein bisschen groß gemacht. Und dann seht ihr, der läuft schon gut raus. So, und jetzt gucken wir uns direkt mal die Schrauben an. Hier ist ja, ein bisschen Schmier dran. Ganz paar kleine, feine Spänchen dran. Das liegt meistens, oder das kommt meistens bei einem Motor, der einwandfrei läuft, einfach einwandfrei in Ordnung ist, vom Anlasserfreilauf. Der hat einen doch, ja, leichten Abrieb halt, ne, durch diese Starterrollen, die da drin sitzen. Also absolut unbedenklich. Da braucht man sich keinen Kopf machen. Ja. Direkt die Kupferringe weg. Genauso halt mit unserer Siebschraube. Das Sieb ist absolut sauber. Kaum was dran. Hier unten drin ist auch ein Magnet. Auch mal reingucken, auch mal frei pusten. Aber wenn die Magnetschraube in Ordnung ist, sieht es meistens da ähnlich aus. Gut. Jetzt machen wir einen Ölfilter raus. Jetzt machen wir als nächstes erstmal da die Ritzelabdeckung ab und dann kommen wir hier zum Ölfilterdeckel. Also erstmal die Ritzelabdeckung runter. So. Jetzt kann man schön die beiden Ölleitungen hier sehen und hier diese 3 Schrauben des Ölfilterdeckels. Die einfach rausdrehen. Einmal, zweimal. Und 3-mal. Noch zur Erwähnung, ihr seht hier
dieses Rahmenbauteil hier unten, dieser Unterzug, ist hier etwas geändert. Hier vorne ist ein Rohr und hier ist so ein Gussteil. Warum ist das drin? Ihr seht schon, hier ist eine Aussparung, damit man besser den Filter rauskriegt. Bei den Modelljahren, ich glaube vor 2000, war noch ganz normal hier ganz durchgehend, hier eingeschweißt wieder so ein Rohr. Das war natürlich jetzt hier, wenn das bis hierhin steht, unheimlich schlecht, den Ölfilterdeckel rauszubekommen. Das ging zwar oder es geht zwar auch ohne die Leitungen abzuschrauben, aber das ist doch eine Riesenformelei. Also da hat man sich was bei gedacht, ne? Man sagt, okay, das geht nicht, das lassen wir nicht mehr so, wir müssen das ändern und hat dann hier bei KTM so ein Gussteil eingesetzt mit einer Abflachung. Das seht ihr jetzt auch, wenn wir das rausholen, bremsen ein bisschen runter. Ölfilter natürlich muss da bleiben, wo er hingehört. Dann kann man den so rausnehmen und kann den hier so aufhängen und dann kann der noch ein bisschen ausbluten. Ja, also das funktioniert natürlich wesentlich besser jetzt. Ölfilter raus, alte Dichtung entsorgen. Mal die Dichtfläche mal checken, ist die in Ordnung, hat die keine Macken dran, ja, keine Kitschen drin. Und jetzt ganz wichtig, auch nochmal zuhören, dieser Deckel, wie ihr seht, ist das halt wie gesagt ja einer, der schon für die neuen Dichtungen da ist, also ohne Nut. Die haben aber, oder alle Deckel haben halt ein Problem mit den Jahren. Wenn die was älter sind, werden die krumm. Und zwar, ihr zieht ja immer diese 3 Punkte an und irgendwann wird der ballig, der verbiegt sich. Ja? Weil hier ist es weich, da wird er festgepresst und hier wird er irgendwann, werden die dann so verbogen. So, und ihr baut immer neue Dichtungen rein und das Ding ist immer am Siffen. Ihr kriegt einen dicken Hals und ihr wisst nicht warum. Warum ist das Ding immer undicht? Ihr schmiert da Silikon drauf und das hilft alles nichts. Ganz einfach, den Deckel abschrauben, ja, also Leitung runter, sauber machen. Und dann nimmt er eine plane Fläche, eine Glasscheibe oder eine Planfläche, wie auch immer, legt da mal so 240er Schleifpapier drauf und zieht diese Dichtfläche ab. Einfach mal schön ein bisschen abschleifen. Da seht ihr schon, wie dann hier und hier wird es hell und hier ist es noch dunkel. Ja, also so lange schleifen, bis ihr wieder eine plane Fläche habt, dass überall alles schön silber geschliffen ist. Dann baut er den wieder dran mit einer neuen Dichtung und siehe da, das Ding ist dicht. Ja, nur als Tipp, die werden gerne krumm. Man muss nicht direkt einen neuen kaufen. Ein bisschen abziehen mit Schleifpapier, reicht, draufbauen, fertig. So, weiter geht's mit der Ölfilterkartusche. Jetzt kommen wir zu diesem tollen Schlüssel. Ja, das hat einen Bandschlüssel, den zieht man halt fest und der zieht sich dann halt um diese Kartusche drum. Und den Filter ganz normal abdrehen. Jetzt ist der Filter runter, aber das Rahmenrohr hier oben ist trotzdem noch nicht leer. Ne? Also dieses Rahmenrohr hat halt einen Ablauf. Seht ihr auch hier, wie jetzt noch mehr Luft ins System reinkommt und dementsprechend aus dem Ölfilterdeckel noch Öl nachläuft. Wichtig halt auch dann in dem Zuge vorher schon mal oben das Rahmenrohr oben aufschrauben, damit da schon mal Luft nachläuft. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So, dieses Rahmenrohr ist jetzt aber noch nicht leer. Ja, nur weil wir den Filter abgemacht haben, heißt das nicht, dass es direkt mit ausläuft. Wir müssen also das Rahmenrohr nochmal entleeren und dafür gibt es ja extra bei diesem Modell, ab Baujahr 2000, ist hier unten eine Schraube drin. Ja, senkrecht eingesetzt. Die müssen wir rausdrehen.
Dafür auch der 4er Imbus. So, und jetzt läuft langsam das Rahmenrohr leer. Und nun haben wir auch das komplette System entleert. Dann lasst ihr das Ding mal so 10 Minuten, Viertelstunde stehen, bis wirklich alles komplett rausgelaufen ist. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Dann natürlich alles sauber machen. Und dann geht es wieder andersrum zurück und wieder frisch Öl rein. So, und jetzt geht es wieder mit frischen Filtern voran. Noch ein kleiner Nachtrag zu dem Rahmenrohr. Die älteren Modelle vor 2000 haben nicht hier diese Schraube von unten drin, sondern die haben hier an der in Fahrtrichtung linken Seite, hier weg, einen kleinen Pömpel und da ist eine Schraube drin mit einem 10er Kopf, eine M10er Schraube und das ist die Ablassschraube. Also wenn ihr da nichts findet, schaut mal hier, da sitzt die. Ja? Dann die rausdrehen, ne? Leer laufen lassen, neue Kupferscheibe drunter, wieder reindrehen. Hier drehen wir einfach die Schraube, die machen wir nur sauber und drehen die wieder gut handfest rein. Da ist keine Dichtung drunter. Ja? So, dann geht's los. Einen neuen Filter, den Filter ein bisschen vor, ja, mit frischem Öl. Hier normalerweise Fett dran, aber die Highflow-Filter zum Beispiel haben hier eine Folie drüber, die sind schon eingefettet. Also das hat man euch schon abgenommen. Und dann drehen wir den jetzt hier wieder fest. Das berühmte Handfest. Da hat jeder seine eigene Kraft. Ich nehme immer den Schlüssel ganz leicht und drehe einmal 90 Grad noch weiter. So, Rahmenrohr erledigt. Gehen wir wieder zum Filter, zum kleinen. Den kleinen Ölfilter können wir jetzt direkt so reinsetzen. Hier machen wir den Sabber nochmal raus. Bisschen sauer. So, jetzt brauche ich noch die Dichtung, wenn ich sie finde. Da ist sie. Ja, und normal kann man die jetzt so draufsetzen und dann ist gut. Aber dann fällt die immer runter und rutscht und man findet das Loch nicht und das ist blöd. Ne? Also, jetzt komme ich wieder mit meinem Fett. Das kennt ihr schon. Ja, bisschen Fett drauf. Bei den Papierdichtungen zieht das ja ins Papier ein. Hier natürlich nicht, das ist ja Neopren mit Aluminium, aber es klebt die Dichtung fest. Und die bleibt jetzt da, wo sie ist. Ja, und daher haben wir jetzt auch gleich beim Schrauben reinmachen. Überhaupt keine Probleme. Jetzt drücke ich einmal hier dran. Und quasi die Dichtung bleibt jetzt auch schon fast fixiert am Deckel kleben. Schrauben locker rein. Wie gesagt, erstmal alle drei schön über Kreuz. Gut fingerfest. Und dann einmal gut beiziehen. Auch wieder hier mit Gefühl. Ne? Wer das Gewinde da kaputt macht, dann eine neue Gewindebüchse reinzusetzen, ist eine miese Arbeit. Kommt man sehr schlecht dran. Wer es mit Drehmoment möchte, natürlich 10 Newtonmeter. Okay? So, das wäre der Filter. Kontrolle ist besser.
das war's. So, jetzt unten noch die beiden Schrauben rein, neue Kupferdichtung drunter, gut anziehen. Drehmomente blende ich gleich noch unten ein, also von den Schrauben unten. Und dann können wir auch schon Öl einfüllen und entlüften. So, jetzt kommen wir zum berühmten Entlüften des Fahrzeugs. Also, ihr habt hier oben eine Schraube, ja, die Rahmenrohrentlüfterschraube. Ich habe die schon mal gelöst. So, die macht ihr jetzt raus. Also den Kupferring weg. Und hier müsst ihr jetzt ca. 0,5 bis 0,4 Liter Öl einfüllen von dem Öl, was ihr dem Motorrad verpasst, reingibt. Also von den 2 Litern oder 2,1 offiziell Litern Öl immer so knapp einen halben Liter abzweigen und den hier oben reinbringen. Das ist natürlich die Frage, wie. Das ist ein kleines Loch. Wie gesagt, beim High Flow ist er was größer, aber trotzdem muss es irgendwie da rein. Ihr könnt also euch eine alte Pulle machen und da einen Schlauch dran. Das dauert aber lange, weil das Öl ja sehr dickflüssig ist. Wir gehen natürlich hin und haben eine große Spritze dafür. So ein Ding hier. Ja. Und pumpen das da rein. Was auch gut funktioniert, ist einfach zur Apotheke hier so eine Kunststoffspritze holen, 100 Milliliter. Da muss man halt dann 5-mal das reinpumpen. Funktioniert auch und kostet, keine Ahnung, 1 Euro, 1,50 Euro. So, also einmal Öl rein. Hier am besten Lappen drunter. Und noch rein, weil es so schön war. Dann haben wir das nämlich ungefähr erledigt für unsere Menge. So, einmal. Und dann dreht er gleich die Schraube hier wieder rein, aber nur so 1-2 Gewindegänge. So lassen wir das. Jetzt das Öl hinten, den Restöl oder das Restöl in den Motor reinkippen und dann starten wir gleich. Und dann entlüften wir. So, die Absaugung rauscht. Ihr hört schon, jetzt starten wir und jetzt seht ihr auch hier Schraube mit frischem Kupferring, aber nur so 1-2 Gewindegänge eingedreht. Starten. Und bitte nur im Standgas laufen lassen. So lange, bis das Öl oben austritt. Das blubbert immer ein bisschen da, aber es muss richtig rauskommen. So. Jetzt kommt es richtig rausgelaufen hier. Jetzt können wir zumachen und den Motor abstellen. Schraube nachziehen und das Fahrzeug ist entlüftet. Ja, das war schon alles. Das große Geheimnis des Ölwechsels von der Rahmenrohr LC4. Also ihr seht, das ist kein Drama. Wichtig ist eben halt, aber oben halt wirklich zu warten, bis das Öl
richtig gut da austritt. Also dass es wirklich oben ist und die Luft ist raus. Ja, das ist ganz wichtig. Dann ein bisschen stehen lassen das Fahrzeug, nochmal den Ölstand kontrollieren, gegebenenfalls noch was nachkippen, wenn ihr euch nicht sicher wart, wie viel ihr jetzt reingekippt habt. Aber 2,1 Liter gibt der Hersteller an. Das passt immer. Ja? Also egal, was ihr da messt. Wenn ihr 2 Liter reingekippt habt und der zeigt euch zu wenig an, ist das Öl noch nicht richtig abgesackt. Und da kommen wir wieder zum nächsten Problemchen, was ja bekannt ist. Diese Ölstandkontrolle bei diesen Motoren, also gerade die älteren Motoren, die schwarzen Motoren, ist nicht so einfach. Die neueren, die High-Flows, sind ein bisschen anders konstruierte Motorblock. Die haben halt auch ein Schauglas drin. Und da seht ihr eigentlich immer exakt, wie das Öl oder wie der Ölstand gerade ist. Bei denen mit dem Ölpeilstab ist es ein bisschen tricky. Mein Tipp dazu, am besten immer Ölstand checken nach dem Tanken. Ihr seid gefahren, ne? Wir fahren in die Tanke, Bob, Tank voll, Deckel zu, rein, bezahlen, dann kommt er wieder raus und dann checkt das Öl, weil das ist so eine Zeitspanne, wo ihr wisst, der Motor ist aus, der ist heiß gefahren, dann sackt das Öl ab und das ist immer so ungefähr die Zeit, die ihr nehmen könnt oder wo ihr sicher sein könnt, dass jetzt das Öl alles überall da ist, wo es hingehört. Und wenn dann zu wenig drin ist, dann solltet ihr reagieren. Also, ne, am besten am Tanken und wie gesagt, auch nach dem Ölwechsel nochmal eine kurze Zeit danach nochmal prüfen, ob jetzt auch der Ölstand exakt ist. Gut, das war schon alles. Apropos für die LC4, wir empfehlen für die LC4, die Ölmarke ist sowieso klar bei uns, ne, Motul. Und wir nehmen bei der LC4 immer das 5100T in 15W50. Ja, das hat sich jetzt die letzten 10, 15 Jahre für dieses Motorrad wirklich super bewährt. Vor allen Dingen auch in puncto Kupplung oder Kupplungsrutschen oder Nicht-Kupplungsrutschen halt. Und das ist ein Teilsyntheseöl, das ist auch gar nicht so teuer. Und wie gesagt, meine Kaufempfehlung für dieses Motorrad. Gut, und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Beitrag. So, ihr habt gesehen, der Ölwechsel ist nicht schwer bei der LC4, man muss eben halt nur wissen, was man macht und vor allen Dingen in was für einem Ablauf. Und wie zum Schluss natürlich auch entlüftet wird, das ist halt ganz wichtig, damit halt die Ölpumpe keine Luft zieht. Bei einer 690er ist es einfacher, ne? Da einfach Öl raus, die Siebe sauber machen, Magnetschraube sauber machen, Ölfilter rein, Öl wieder reingekippt und fertig. Bei der alten LC4 halt nicht. Aber gute Überleitung, 690, ja, da haben wir natürlich wieder was für euch und zwar was Neues. Das seht ihr hier schon. Ja? Und zwar Kupplungsfedern. Wir haben hier oft das Problem, dass eben halt gerade Motoren, die halt mehr Leistung bekommen haben, also sprich Big Bore Motoren, mehr Hub und, natürlich dementsprechend auch mehr Leistung und mehr Drehmoment haben. So, da ist aber dann leider unsere liebe Kupplungsfeder hier, die originale Markierung blau, leider dann schon etwas überfordert. Merkt man erst vielleicht nicht so besonders, erst so ganz leichtes, was macht der Drehzahlmesser da, komische Sachen, aber die Kupplung fängt an zu rutschen und es können natürlich dadurch Schäden entstehen und ihr habt natürlich nicht die volle Leistung am Rad. So, jetzt kann man natürlich sagen, man spannt die hier vor, macht eine Scheibe drunter, das geht alles, klar, aber wer uns kennt, weiß, das lassen wir nicht stehen, also suchen wir da eine andere Lösung und diese Lösung haben wir gefunden, indem wir einfach neue Federn machen lassen. Ja? Wie vielleicht verschiedene schon wissen, haben wir schon spezielle Kupplungsfedern mal machen lassen für die 450 SMR, Baujahr 08 bis 11, ja, also für die alte Doppelnockermotoren. Aus der Erfahrung raus, haben wir gesagt, das kriegen wir auch für die 690er hin und es hat auch geklappt. Und da ist jetzt hier die neue Markierung rot. Ja? Also leicht stärker als die Serie, damit wir da auch keine Schwierigkeiten kriegen mit dem Anti-Hopping-Effekt und damit auch die Handkraft an der Hydraulik nicht zu hoch wird. Die Hydraulik kann eine Menge ab, ja, aber eben halt, wir wollen natürlich hier, dass dieses Spiel zwischen Andruckfeder und Gegendruckfeder in der Adlerkupplung auch einwandfrei weiter funktioniert. Nützt ja nichts, wenn wir das Ding blockieren und wir haben eine normale Kupplung. Das wollen wir nicht. Also, hier, spezielle Kupplungsfeder, ganz einfach, wechseln, kein Thema. Wenn ihr unser letztes Video gesehen habt mit dem Kupplungsausbau,
Ne? Einfach nur die Kupplungsdeckel runter. Am besten, ihr müsst die Druckplatte ja nicht fixieren, immer nur einzeln die Federn raus, die Feder wieder rein, dann die andere rein und so weiter und so fort. Und das Thema ist durch. Ja, gibt es dann natürlich auch bei uns im Shop. Ja? Hier draufklicken, seid ihr direkt im Shop und werden dann da auch jetzt nach dem Video in 3-4 Tagen fertig im Shop drin sein. Gut, kommen wir mal zum nächsten Thema. So, hier haben wir nämlich was Neues von Motul. Ne? Wie ihr wisst, ne, wenn ihr euch umguckt hier ist ja alles Motul, aber wir haben ja was ganz Neues, brandneues ist es nicht, aber es ist eigentlich mehr bekannt nur im Werkstattbereich, aber ich möchte euch das auch gerne mal für zu Hause vorstellen. Und zwar unseren neuen Carbo Clean, also quasi Vergaserreiniger. Ja, das ist wirklich ein Produkt, was, ich sag mal, uns extremst viel Arbeit abnimmt, vor allen Dingen bei Fahrzeugen, die lang rumgestanden haben, also Vergaser schön verkottert, verklebt und hast du nicht gesehen. Und dann sucht man immer händeringend eine Werkstatt, wer hat denn ein Ultraschallgerät, wo kann ich meinen Vergaser reintun und so weiter und so fort. Ist eigentlich alles jetzt gegessen, brauchen wir nicht mehr. Sprühdose, Thema erledigt. Weil das Zeug reinigt den Vergaser tipptopp. Und wie das aussieht und wie der oder das so ein Vergaser mal sauber macht, das zeigen wir euch jetzt. So, und hier sind die besonders schönen Exemplare, die ich euch mal rausgesucht habe für diesen Carburetor Carbo Clean Test. Als allererstes immer nicht vergessen hier, ne? Handschuhe anziehen, weil das Zeug ist natürlich nicht, ist keine Margarine, ist doch schon ein bisschen ätzend. Ja, also dementsprechend immer am besten Brille anziehen und Gummihandschuh. So, hier haben wir natürlich ein schönes Exemplar, zum Beispiel auch wieder aktuell 96 SMC. Wenn man mal Inspektion macht, dann sehen die Dinger doch schon ziemlich verkottert aus. Innen drin, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ja, seht ihr? Ja, das ist ziemlich schwarz. Kann man natürlich auch versuchen mit Lappen und Bremsenreiniger sauber zu machen, aber es ist doch sehr, sehr müßig. Einfach geht es halt hiermit. Ich versuche nur zu halten, damit man gut sehen kann. Ja, so. Ihr seht, das läuft einfach so raus. So. Ein-, zweimal durch. Ja, also hinten sind noch ein paar Reste, da kann man ein bisschen mit dem Lappen noch mit Zeug mit Lappen drauf. Und, aber das ist einfach genial. Also wie da der Dreck rausläuft, ist schon enorm. Bei der ganzen Sache, es gibt ja noch kein Geruchs-YouTube, nicht vergessen, ihr müsst das in einem guten belüfteten Raum machen, weil der stinkt wie Hulle. Ne? Also dementsprechend da auch immer sehen, dass ihr irgendwo mindestens ein Fenster auf habt, ja, oder Garagentor auf. Gut, also hier seht ihr schon, tippitoppi sauber. Ihr könnt auch die Außensachen damit reinigen. Also ganze Öl, Schmocker und alles, was da mal so dran fliegt, an die Vergaser oder Drosselklappen, kann man hervorragend damit reinigen. Ja, ihr seht, das geht ruckzuck. Blinkt der fast wie neu. Hier ist normalerweise auch noch so eine mit so einem langen Schnorchel bei, oben in der Kappe. Da könnt ihr halt kleinere Düsen mit direkt einnebeln oder halt Ecken, wo man schlecht drankommt. Auch hier, ja, ist schon was reingelaufen, haben wir einen schönen grünen Vergaser, beziehungsweise keinen Vergaser, der schon verdammt lang gestanden hat. Ja, mit ein bisschen Ablagerung drin. Also die ganzen
Additivablagerungen auch einfach ordentlich rein. Und schon ist das Ding picobello sauber. Ja. Schummerkammer oder halt auch hier einfach erstmal grob reinhalten, um den groben Dreck rauszukriegen und dann natürlich Düsen raus, Schwimmerkammer, den Schwimmer raus, das Nadelventil raus, Leerlauf-Gemischschraube und so weiter, dann könnt ihr das alles wunderbar durchboosten und halt auch hier hinten die Leerlaufhebebohrungen, alles durchblasen mit diesem feinen, mit der feinen Düse. Das geht also alles super mit dem Zeug. Ja. Noch ein sehr guter Einsatzzweck von dem Carboclean ist die Reinigung der Einspritzdüsen von Motorrädern. Zum Beispiel hier, natürlich, was sonst, wieder von unserer 690er. Ja? Die habt ihr bestimmt schon mal in der Hand gehabt oder schon mal gesehen. Das sind die von der 690 SMC Duke, ja? Wie man sie auch heißt. Und die haben halt oft, oder man hat halt oft, oder wir hatten schon öfters Kunden hier, die Schwierigkeiten haben im Stand, das Fahrzeug geht permanent aus, selbst der Innilauf hilft nicht. Und dann kann es sehr oft daran liegen, dass die Einspritzdüse zugemockert ist. So, trotz den ganzen Benzinfiltern, die im Tank sind und hin und her, kommt es vor, dass sich halt hier in der Nadel halt oder vor diese Spritzscheibe innen ganz feiner Dreck vorsetzt. So, da sind natürlich ein paar von diesen Streubohrungen, Spritzbohrungen zu und schon kriegt das Fahrzeug nicht genug Kraftstoff und die Karre läuft nicht vernünftig. So, früher hat man immer gesagt, ja, die schmeißen wir einfach jetzt in ein Ultraschallbad so rein, plopp. Das nützt aber nichts, weil die ist ja zu. Ja? Ne? Das ist ja nun mal eine Düse, die elektronisch aufgefahren wird und wenn die nicht aufgefahren wird, könnt ihr das Ding auch nicht sauber machen. Ja, also ganz einfach, wir müssen das Ding bestromen. Bestromen womit? Ganz simpel mit 12 Volt. Ja? Ihr macht euch eine kleine Batterie mit 2 Leitungen dran. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ja. Einerseits natürlich abisoliert, klar, damit ihr gleich keinen furchtbaren Kurzen veranstaltet. Und dann steckt ihr das hier auf diese Steckfähnchen. Wer das natürlich ganz toll machen will, holt sich vorher noch so einen Stecker. Die kann man ja als Einzelteil bei KTM kaufen und baut sich dann eine richtige Leitung dazu. Ja. Und hier die Masse dran. Da hört ihr schon, wie das Ding klackt. Dann schaltet die und fährt auf. So, jetzt haben wir die hier durchgehend, also quasi offen. Und ihr braucht euch da auch keine Sorgen zu machen, dass die dann irgendwie abschmilzt oder abraucht, weil die dann zu lange bestromt wird. Bei Vollgasfahrten ist das Ding sowieso permanent auf. So gut wie permanent auf. Also dementsprechend, da macht die jetzt nichts anderes. Das ist quasi Vollgas-Simulation, auf gut Deutsch. Ja? So, dann einfach ein Stück 8 mm Benzinschlauch nehmen. Draufstecken, auf die Nase hier vorne und dann füllt ihr einfach dieses Stück Schlauch ein bisschen mit Vergaserreiniger auf und nehmt Druckluft und blast ganz vorsichtig die Düse durch. Und ihr habt gesehen, hier ist das Produkt ausgetreten und wenn jetzt Granulat oder irgendein Dreck wäre, hättet ihr das jetzt hier schön im Tuch. Also immer vorher Zewald runterlegen oder blaue Rolle und dann könnt ihr genau sehen, was euch da den schlechten Motorlauf veranstaltet hat. Gut, fertig, dann Strom weg. Ab und die Düse ist hundertprozentig sauber. Ja, hier habt ihr jetzt noch so kleine Ohrringe dran. Und hier sitzt auch noch einer. Ja, der ist hier auf der Leitung dran. Hier so drauf. Wenn ihr das gleich wieder zusammenbaut,
oder wenn ihr das wieder zusammenbaut, immer hier so ein bisschen Silikonspray dran tun, weil dann flutschen die schön ineinander. Besser kein Fett oder so, das habt ihr in der Einspritzhülse, das muss nicht sein. Silikonspray und die Ohrringe flutschen ineinander, beziehungsweise in die Gehäuse rein. Ja, ja, ihr seht, vielseitiges Anwendungsgebiet vom Carboclean, vor allen Dingen halt auch gerade für die Einspritzer. So, ihr habt gesehen, das Zeug kann richtig was. Ne? Also, gerade im Vergaserbereich, Drosselklappenreinigung oder halt gerade auch die Einspritzdüsenreinigung, perfekt dafür geeignet. Ne? Gerade mit den Einspritzdüsen geht das natürlich auf die Schnelle, wenn man nichts hat, auch mit Bremsenreiniger, aber die ganzen Additivablagerungen kriegt ihr damit nicht raus. Ihr kriegt zwar den Schmutz kurz rausgeblasen oder angelöst, aber die ganzen verklebten Klamotten da, das geht nicht raus. Der löst das an, dafür ist der gemacht und reinigt halt diese Einspritzdüse wirklich rückstandsfrei. Ja? Genau wie ein Vergaser, Hauptdüse und wie auch immer. Also natürlich auch bei uns im Shop, ne? Klar, bestellbar. Ungefähr zur gleichen Zeit, wenn wir auch die Federn drin haben, ist er auch drin und da könnt ihr ihn den bestellen. Natürlich auch im Fachhandel die Motul führen, aber wir haben ihn halt auch im Regal, ne? Klar. Gut, das war's für heute mal wieder. Ne? Private TV ist am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir versuchen jetzt halt immer in einem monatlichen Rhythmus die Folgen hier rauszuhauen und dementsprechend halt euch immer mit den neuesten Infos in puncto Einzylinder oder auch Zweizylinder zu versorgen. Ja? Also, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Oh, stopp. Einen habe ich noch. Ne? Unser Abo. Ja? Draufklicken, dann werdet ihr automatisch immer mit den neuesten Videos und Infos von uns sofort gefüttert und ihr wisst, wann sie rauskommen und wenn wir was Neues bei YouTube reinstellen. So, aber jetzt sind wir am Ende. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal.